Nimm die Kamera, knips 5 Filme am Tag und du fühlst dich besser. What the hell is Lomography? Das Schöne ist, dass es da keine wirkliche Antwort gibt. Es kann ruhig so ausschauen wie ein normales Foto von deiner Mami. Das ist so. Allerdings die Fotos, die der Mami wegschmeißt, nicht die, die sie einklebt. Die Lomographie war immer ein Stück Größenwahn auch. Reisen, Gesellschaft, Durchschauen von irgendwelchen Strukturen, Kunst, subtil, spannend, ein bisschen Big Life. Feiern, Alkohol, Partys. Zufall, tolle Farben, Unschärfe, noch mehr Zufall, optimierter Zufall. Ich habe meine Lomo-Kamera und werde immer lomografieren, bis ich so weit die Gicht habe, dass ich nicht mehr auf den Auslöser drücken kann. Das ist die Lomo LCA, die wahrscheinlich Kamera der Welt. Am lustigsten ist eigentlich an der Kamera dieser Verschluss, der auf und zu geht von oben nach unten. Irgendwie ist das etwas, was man eigentlich nicht vermutet. In irgendeiner Form sind die Regeln schon wichtig. Die sind jetzt nicht, also gerade die letzte Regel sagt, glaubt nicht an irgendwelche Regeln. Das ist eigentlich praktisch die wichtigste Regel dabei. Weil das macht eigentlich, ich glaube, das Lomografieren aus, im Unterschied zu anderer Fotografie oder normaler Fotografie, dass man eben regellos fotografiert. Kann man nicht in einem Satz ausdrücken. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Wir sind irgendwie auch 1995 oder was haben wir mal ein Plakat gemacht und da steht ganz groß droben, das ist ein russischer Polizist, der mit seinem Verkehrszeichen da herumwirbelt und da steht ganz groß drüber, what the hell is Lomo? Es muss was Faszinierendes gehabt haben und hat es immer noch, weil sonst würde es nicht so nach wie vor wie ein Lauffeuer sich verbreiten. Wir haben immer wieder das Phänomen, dass ein Mensch dem anderen erklärt, was die Lomo ist, was die Lomographie ist und dann ein Funke überspringt. Das Schöne ist, dass jeder seine eigene Interpretation hat. Du triffst fast niemanden, dem du nicht, wenn du 5 Minuten erzählst, was es ist und irgendwie herumfotografierst, der nicht selber irgendwie eine Assoziation, eine Inspiration dazu hat, irgendeine Art von Ansatz hat. Das ist das Tolle. Das ist so, deswegen hat das so die Welt sozusagen in Angriff genommen. Es gibt aber jedenfalls gewisse Dinge, die einfach heute feststehen, wenn man über eine lomographische Philosophie spricht. Und da geht es um die Offenheit nicht nur dem Menschen gegenüber, sondern auch den Dingen gegenüber. Die Bereitschaft, einfache Dinge so zu betrachten, dass man was Interessantes drinnen erkennen kann. Значит, Холомянский Михаил Григорьевич с 1964 года по 1991 год непрерывно. Я был конструктор по разработке особо сложной аппаратуры.
Das da ist die Cosina CX2. Das ist eine japanische Kamera, die entwickelt wurde 1981 und ist das Vorbild quasi für die Lomo. Прототипом является Кассина. Значит, я уходил от этого образа и хотел создать совершенно новый, другой аппарат. Замминистра мне не разрешил это делать. Если мы посмотрим, вот это вот то, что разрешил замминистра. Вот это. То, что разрешил, то, что он мне не дал переделать. Die Kamera ist ganz einfach zu bedienen, ist eine ganz normale analoge Kamera. Hier kann man die Blende einstellen, wenn man will, oder man stellt einfach auf Automatik, was eigentlich das Beste ist. Dann ganz wichtig, die Entfernung. Je näher man rangeht, desto wichtiger ist es, die Entfernung einzustellen. Den Wolfgang Stranzinger habe ich kennengelernt, da war ich, glaube ich, 9 Jahre alt. Und zwar war das bei den Pfadfindern. Und dann als 9- oder 10-Jähriger im Gymnasium waren sowohl der Christoph wie auch der Matthias in meiner Parallelklasse im gleichen Jahrgang. Da war immer das Gefühl, da mehr erreichen zu wollen, mehr Platz zu haben, nicht durch Berge eingeschränkt zu sein. Damals war einfach klar, wenn ich nach Wien gehe, ziehe ich mit meinen beiden alten Freunden zusammen. Matthias hat Wirtschaft studiert, ich habe das Recht studiert und Christoph war eigentlich schon immer irgendwie journalistisch veranlagt und hat sich mit Geisteswissenschaften beschäftigt und war immer so irgendwie der Masterbrain. Diese WG war in der Basis natürlich so ein totales Kumpelding und so eine Fortsetzung der Schulzeit offensichtlich. Die hatten also ihre Tiroler, Innsbrucker Kumpelklicke nach Wien rüber gerettet und sich das so als Refugium gegen die schlimme Außenwelt, ja, neue Stadt, große Stadt und so, da braucht man seine Kumpels um sich rum, um da irgendwie überleben zu können. Das war so deren Nest und deren Basis und so sah das da auch aus. Das war wild. Geh doch wieder mal mit uns einen trinken. Ein Glas, 2 Glas, 3 Glas und ein Krümel dazu. Guten Tag, guten Abend. Wir treten weiter, bitteschön. Diesen herrlichen, wunderbaren Fest. Oft waren 50 Leute bei uns in der Wohnung und wenn wir ein Fest organisiert haben, waren es auch einmal 300 Leute mit allen Konsequenzen. Sprich Polizeieinsätze, Flaschen, die aus dem Fenster fliegen. Über die Jahre hinweg hat sich, noch vor Lomo überhaupt begonnen hat, unsere Wohngemeinschaft in einem gewissen Kreis als Kultpartyveranstalter Community etabliert. Считалось, что каждый ребенок должен иметь фотоаппарат. Was macht ein Nahlinsenexperte? Nun, der holt halt eine Nahlinse, was prinzipiell fast jede Art von optischer Linse sein kann. Und benutzt die halt mit irgendeiner beliebigen Kamera, halt zum Beispiel auch mit einer Lomo. Und macht damit Aufnahmen im Nahbereich, die man normalerweise nur mit der Kamera allein nicht machen könnte. So, von unendlich stellen. Fertig. Ich selber habe mein erstes fotografisches Erlebnis gehabt, wie ich in Thailand gelandet bin und da
in irgendeinen schrecklichen Ort gekommen bin, der voll von Prostituierten und irgendwie deutschen und österreichischen dicken alten Männern war. Da bin ich zufällig hineingeraten und habe mich dann plötzlich so ein bisschen als Journalist gefühlt und habe sehr viel fotografiert, habe am nächsten Abend die gleiche Runde gedreht und all diesen Mädchen, die ich fotografiert habe, die Bilder in die Hand gedrückt und bin so ins Gespräch gekommen. Da war ich halt 20 Jahre alt und habe so das Gefühl gehabt, ich will ein bisschen die Welt verändern und das durchschauen, was ist da los und vielleicht Menschen beeinflussen auch irgendwie. Das war für mich die erste emotionale fotografische Arbeit, die ich gemacht habe. Da habe ich mir dann auch die Arbeit gemacht, die Bilder zu Hause mosaikartig aufzukleben. Für mich persönlich war das vielleicht eine Vorstufe zur späteren Lomographie dann. Matthias war immer am meisten in Fotografie involviert. Er hat Seminare besucht. Heinz Zibulka, das ist ein relativ maßgeblicher österreichischer Künstler, Fotograf. In den 60er Jahren habe ich mit bildsprachlichen Schwarz-Weiß-Bildern begonnen, bilddichterisch zu arbeiten. Ich bin der Meinung, es ist mir erst gelungen, so 1974, 75 in dieser Kippe die ersten ernstzunehmenden bildsprachlichen, fotografischen Bildgedichte zu machen. Es geht ums Fotografieren, es geht nicht um die Technik, es geht nicht um Linsen, um Tiefenschärfe, es geht sehr stark darum, dass mal das Basisfotomaterial etwas ist, was direkt aus dem Leben heraus entsteht. Dieser Prozess hat auch bedeutet, nicht jetzt des sogenannten goldenen Schussbilder zu suchen, also diese repräsentativen Einzelbilder, die für eine ganze Idee sprechen, sondern eben wie gesagt nur ein Bildvokabel, das in einer komplexeren, verdichteten Form dann verwendet werden kann. Das heißt, ich bin irgendwie Bestandteil einer Aktion, ich bin ein Reisender und fotografiere die ganze Zeit und zwar strikt nicht mit Telelinsen, weil man wird nie mit einer Telelinse fotografieren und mit jemandem zugleich sprechen. Hingegen, wenn man durch die Stadt zieht und man hat ein Weitwinkelobjektiv und eine einfache Kamera, dann muss man fast mit den Leuten sprechen, die man fotografiert. Die Lomographie war für mich am Anfang sicher ein Tool, um das zu tun, was mir im Leben am meisten Spaß bereitet und am meisten Befriedigung gibt, und zwar Menschen kennenlernen. Lomographie ist Kommunikation, Lomographie ist nichts anderes als Kommunikation, Lomographie hat überhaupt keine Substanz. Es gibt jemanden, der etwas sagen will, es gibt eine Idee, mit deren Hilfe er etwas sagt über sich selbst, über diese Idee, und es gibt Leute, die diese Idee hören, die sich von dieser Idee anstecken lassen, selber was daraus zu machen. Das ist pure Kommunikation. Ich versuche immer wieder sozusagen einfach Bilder auch unter die Leute zu bringen. Das ist ja erst das Spannende, man lomografiert dann nicht sozusagen für sich zu Hause, dass man dann zu Hause sitzt und irgendwie so im Dunkeln durch die Fotos geht, weil Fotos müssen ja verteilt werden. Lomografien müssen ja durch viele Hände gehen. Wenn man jetzt hingeht und ein Foto macht und so irgendwie halt ein bisschen flapsig rumhupft und es irgendwie lomografiert, dann fragen die Leute sofort, ja, was ist denn da los und so. Und dann sagt man, ja, wir tun lomografieren und es macht eh nichts, hoffentlich stört es nicht. Und dann die Leute sind aber meistens sehr positiv und finden es cool, dass man, du schaust da gar nicht durch die Linse, wie geht denn das und so. Und da kommt man dann irgendwie ins Gespräch und das signalisiert irgendwie eine extreme Offenheit. Разработка и выпуск опытных образцов занял где-то года полтора. Для того, чтобы, а вот когда он уже пошел в серию, и для того, чтобы его, даже создавались специальные цеха по там, новым технологиям. Если мы sмену Lamo Compact, производство достигло 1000 Fotoapparatов в день. Ja, die Beschaffung von Nahlinsen ist kein Problem. Das kann ich einfach mal draußen vor der Tür zeigen.
1991 hat mich Heinz Zibulka gebeten, ob ich nicht mit ihm gemeinsam in Prag eine Fotoausstellung aufbaue. Das war so eine Ausstellung über die österreichische Avantgarde-Fotografie. Ich glaube, auch da hat er sich sehr genau diese Ausstellung angesehen und hat sich sehr beschäftigt. Und ich nehme auch an, dass er da auch diesen konzeptuellen Aspekt, der in dieser mehrteiligen Fotografie gelegen ist, vielleicht als ein Sprachmittel der Zeit erkannt hat. Bei der Gelegenheit hat er, glaube ich, auch zum ersten Mal so ganz simple Kameras gesehen, also wie die Lomo zum Beispiel. In der Mittagspause marschieren wir an so einem Fotogeschäft vorbei und der Heinz sagt dann zu mir, schau, da ist das ist eine coole Kamera, die Lomo, die habe ich schon mal gekauft, das ist einfach irrsinnig praktisch, kleine Kamera, kostet nicht viel und macht eigentlich super Fotos und die hast du immer so als Zweitkamera dabei, wenn mal die andere nicht funktioniert oder so. Die auch. So cool, kaufe ich. Da war die Lomo plötzlich bei uns in der Wohnung und es wurde damit rumgeknipst. Es war vielleicht eine Gruppe von einem Dutzend Leute, die damit fotografiert haben in Wien, Alltagssituationen, vielleicht auch auf Reisen. Und es war einfach Material da. Und dazu hat eben Matthias dann seine ersten Manifeste geschrieben und auch zur Fotografie, zur Lomographie die Ideologie eigentlich geliefert. Die Lomographie ist weder dem Hirn eines Marketingstrategen, noch dem eines Erfinders, noch dem eines Künstlers entsprungen. Die Lomographie ist vielmehr als Konsequenz aus dem zufälligen Zusammentreffen technischer, ökonomischer, gesellschaftlicher und künstlerischer Rahmenbedingungen entstanden. Der Name Lomographie rührt von einem St. Petersburger Kameraproduzenten her, Lomo, der Welt eine in mehrfacher Hinsicht revolutionäre Kamera geschenkt hat. Durch die ungewöhnliche Handlichkeit, durch die bestens funktionierende Belichtungsautomatik, durch das außergewöhnliche Weitwinkelobjektiv und ausgezeichnete Schärfewerte eröffnet diese Kamera, vor allem in technischer Hinsicht, einen als neu zu bezeichnenden Zugang zur Fotografie, eben den der Lomographie. Die Lomographie versteht sich als schnelles, unmittelbares und unverfrorenes künstlerisches Ausdrucksmedium. Das unmäßige Experiment hält Einzug in die Massenfotografie. Das Wesen der lomografischen Methode liegt in der kurzen Zeit zwischen Motiventdeckung und Aufnahme. Dadurch wird Fotoscham und Intimsphäre abgebaut, ein deklariertes Anliegen der Lomographen. Es gibt keine guten oder schlechten, nur mehr weniger oder mehr wahre, authentische Bilder. Die Kunst des Junks, die Lust an der Veröffentlichung, die Freude am Konsum und am vermeintlichen Unmaß. Kein Motiv ist es nicht wert, lomografiert zu werden. Die Zerstörung althergebrachter Muster sind das Salz der Lomographie. Der Supermarkt ist die Butter und die Lomo das Brot. So, man nimmt sich ein Negativ, legt das irgendwie auf eine helle Fläche. Das kann das Fenster oder Leuchttisch oder auch ein Fernseher sein. Klebt es dann dran und malt mit bunten, wasserfesten Filzstiften die Gesichter an oder die Landschaft an oder die Gesichter in der Komplementärfarbe zum Hintergrund. Mein Verhältnis zu den Negativen ist, wie man gerade sieht, eigentlich ziemlich entspannt, dass ich keine Skrupel habe, da irgendwie drauf rumzumalen, weil der lomografische Prozess in dem Moment schon abgeschlossen ist und eine Weiterverarbeitung, wo ein gewisser Zufall willkommen ist, findet halt auch statt, wenn man einfach drauf rummalt. Und nachdem ich mir den Kunden angeguckt habe, der zu mir ins Geschäft kommt, weiß ich genau, was er auf seinem Negativ drauf hat. Der Otto-Normalverbraucher ist halt, der fotografiert die Freundin, die Oma, zu Hause, Kaffeetisch, Hochzeit, ohne sich da was dabei zu denken.
der macht einfach nur das Bild. Da wird nicht viel gedacht, da wird nicht viel drüber nachgedacht, was mache ich da jetzt. Das wird einfach nur fotografiert. Das heißt ja, kannst du mal schnell ein Bild machen. Und dann gibt es den Fachfotografen, der fotografiert so, dass jemand zu ihm kommt, sagt, hör mal zu, fotografier mir was. Ich will das so und so. Dann macht der Fotograf, geht hin und macht das so. Der verändert da nicht viel dran. Der arbeitet mit Licht, mit Equipment, da gibt es Unterschiede. Der eine arbeitet mit der Kamera, der andere arbeitet mit der Kamera. Der Lomograph, das ist, wie soll ich sagen, das ist ein Einhorn. Das ist so eine Rasse, die sind halt, die haben auf 36 Bildern oder auf 24 eine Fantasiewelt geprägt. Das ist wie ein Film. Also ein Film im Kino oder wenn der hier an mir vorbeiläuft, das ist wie eine Geschichte manchmal. Frühling 92 haben wir gesagt, jetzt gründet man zuerst einen Verein, weil das gehört natürlich auch dazu in Österreich, dass man sowas dann auch eine Form gibt. Dann haben wir den Verein angemeldet, der Herr Jurist Stranzinger hat das Ganze in die Hand genommen. Gut, da ist die Lomo-Kamera, wir wollen die Bilder zeigen, die wir alle mit der Lomo-Kamera machen, also nennen wir uns Lomographische Gesellschaft. Ja, die Gründung des Vereins hat natürlich einen großen zynischen Charakter. Seit dem ersten Tag nennen wir uns, der Wolfgang und ich, Lomographische Weltpräsidenten, eigentlich so ein bisschen in Anlehnung an irgendwelche großen Organisationen, die sich da irgendwie so ein bisschen wichtig machen wollen. Diesem Verein ist dann jeder beigetreten, der also quasi eine Kamera gehabt hat, automatisch. Und es ist so, man wird Mitglied der Lomograph. Also ist mit Batterie, eine Kompakt. Das ist eine Kompaktkamera, ja. Ja, jetzt kommt Blitz, muss aber ganz reizvoll sein. Wenn man sagt, wann ist die Lomographie zum ersten Mal an die Öffentlichkeit geraten, dann war das sicher unsere erste Ausstellung in der Breitegasse am Rande des Museumsquartiers. Beim Gedanken darüber, wie diese erste Ausstellung ausschauen soll, haben wir relativ schnell einen klaren gemeinsamen Nenner gefunden. Wir wollen, dass das Ganze sehr basisdemokratisch abgeht. Wir können jetzt nicht da irgendwie ein Sammelsurium von Kleinstkunstwerken und Installationen da irgendwie präsentieren, sondern haben dann gesagt, okay, strikt, jeder kann nur seine Negative abgeben, wir printen die Fotos, die guten schnell nach und dann haben wir ganz konsequent eine ganz arschglatte Wand mit 5.000 oder 10.000 Fotos drauf. Das war dann irgendwie als Statement, das war nicht mehr zu übersehen. Es waren jetzt nicht 50 Namen, diese Künstler haben das gemacht, sondern von vornherein war klar, das ist ein Gemeinschaftswerk und das Ganze wird eben organisiert von der Lomographischen Gesellschaft. Später hat es ja dann immer diese kollektiven Bildflächen gegeben, die ja Vor- und Nachteile hatten. Also da bin ich der Meinung, dass da sowas wie eine Art Regietheater passiert ist. Also da hat es den großen Regisseur gegeben, der hat sich die Dinge liefern lassen und hat das dann quasi wie ein Schüttbild herunterlaufen lassen. Nicht? Wenn man den Film abholt, ist immer die Gesamtheit der Bilder ist, die einen irgendwie beeindruckt. Man geht ja nicht so vor, dass man sagt, weg, weg, weg und ach, das ist das eine Bild, das aus dem Film rauskommt, sondern es ist ja wirklich so, dass alle Bilder ihre Bedeutung haben und wenn man sie nebeneinander legt, dann ist es natürlich schon wie eine Montage. Mein Lieblingsmotiv auf unserem Balkon? Beim Sushi-Mann? Die Glückskätzchen aus Tokio? Antje hungrig. Jeder Hund hat das Potenzial zum lomographischen Meisterwerk. Da ist sie wieder. Hier habe ich das Verkaufspersonal des MoMA geschult und ihnen gezeigt, wie man richtig lomografiert. Keinen auslassen. Paddeln in Potsdam, wunderbar. Mike the Man. Sonntag im Bett.
Die neue Sonnenbrille passend zum Moped. Der Fernsehturm, mein Liebling. Am Helmi, Sommer 2004. Die Pfützenkinder. Das Schweinchen von Spar. Lecker Dorade sezieren. Der Hemm. Lomographie hat auf jeden Fall eine Tagebuchfunktion. Also bei mir ist es so und bei sehr vielen anderen ist es eben auch so, dass man die Lomo immer dabei hat und Dinge fotografiert, die einem im Verlauf eines Tages oder einer Woche eben auffallen. Also wichtige Momente. Bei unserer allerersten Ausstellung war ich selbstverständlich maßgeblich stolz. Ich habe mich als Künstler gefühlt, ich habe meine Bilder gesehen, alle Freunde waren dort. Unerwarteterweise sind dann einige Zeitungsredakteure gekommen. Unerwarteterweise ist von irgendwo ein Museumsdirektor gekommen, hat sich das auch angeschaut und ich war ganz extrem stolz. Вы знаете, в общем-то, приходилось очень много работать. И поэтому, когда ставили его на производство, там о гордости не думалось, а думалось лишь бы что-то получилось и что-то пошло. Давление Панфилов, генеральный, Корнецкий. Это нормально было. Für uns war diese erste Lomographie-Ausstellung schon eine maximale Befriedigung. Das hätte ja genügt. Aber dass dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag, tagtäglich 50 Leute auf uns zukommen und sagen, besorgen mir auch so eine Kamera. Da waren dann plötzlich 500 und dann 1000 Leute auf unsere Liste, die alle so eine Lomo wollten. Dann haben wir begonnen, Kameras zu schmuggeln. Zuerst aus Bratislava, aus Prag und aus Budapest und dann auch aus Moskau. Am Anfang war das natürlich überhaupt nichts Besonderes. Mit 20 Kameras zu dritt im Auto über die Grenze zu fahren, ist ja keine Sache. Und wir haben dann über irgendwelche Wirtschaftsstudenten, die wir in Moskau gekannt haben, einmal den ersten Auftrag erteilt, schau dich doch bitte in Russland um, ob du nicht Lomo-Kameras findest. Wir bräuchten, so scheint es, 1000 Stück davon. Dann haben wir teilweise den Weg gefunden, dass man Kameras von Moskau relativ unbehelligt in die Slowakei bringen kann. Wir sind in die Slowakei geflogen, haben dort dann Kameras im Auto verpackt und versucht, über die österreichische Grenze zu kommen. И чтобы поднять их культурный уровень, было принято, это было принято Центральным комитетом партии, принято решение каждому участнику съезда подарить ломо-компакт. Но такой футляр дарить, конечно, делегатам 27-го съезда, конечно, никто не разрешил. Центральный комитет не разрешил. Фабрика Бебеля должна была, Ленинградская фабрика Бебеля должна была выпустить для этого подарочного варианта чисто кожаные футляры. И, естественно, футляры тоже приехал представитель ЦК, чтобы на месте проверить, какие футляры были изготовлены. Значит, футляр закрывался молнией. И когда он стал закрывать молнией, он уколол себе палец. Это представитель ЦК. За одну ночь фабрика Бебеля сделала новые футляры. Endlich war für uns die Eroberung der Welt dadurch symbolisiert, dass wir in Russland und in den Vereinigten Staaten Ausstellungen machen wollten, die quasi weltweites Aufsehen erregen. 1994 haben wir diese Großaktion geplant, Doppelausstellung in Moskau und New York zur gleichen Zeit. Viele Menschen werden in die eine und viele in die andere Stadt bewegt und man organisiert was wirklich Großes. Also 10.000 Fotos von New York in Moskau gezeigt und 10.000 Fotos von Moskau in New York gezeigt. Im Vorfeld zu diesen Ausstellungen haben wir die beiden Städte ziemlich aktiv bereist. Dann wurde halt eigentlich dort nichts anderes getan als irgendwie durch Moskau ziehen und dabei halt immer lomografieren und auch den Russen und den Amerikanern jeweils Kameras zu geben und ihr tut das auch fotografieren und wir sammeln dann die Fotos und stellen sie aus.
Jedenfalls kam die Idee auf, die Firma in Russland könnte uns ja die Ausstellung eigentlich sponsern. Jetzt haben wir dann 6 Monate vor der Ausstellung zum ersten Mal die russische Firma kontaktiert. Lomo, das sind die Fabrikanten in St. Petersburg, also die große ehemalige sowjetische Flaggschiffirma Lomo PLC, die vor allem damals wie heute eigentlich also in der Rüstungsindustrie tätig ist. Первый факс от Международного ломографического общества, от Матиаса и Вольфганга, пришел на Ламо 1 апреля 1994 года. И там было написано, что в Австрии и в 2 городах Германии есть общество, которое очень любит снимать нашими фотоаппаратами Ламо Компакт, и что их более 600 человек, и они устраивают выставки по всему миру, и они очень любят нашу камеру. И вот впервые в Москве в сентябре месяце будет первая выставка в России, и нас приглашают туда на презентацию, на премьеру этой выставки. Человек, который в службе продаж получил факс на английском языке, он его прочитал, поскольку это было 1 апреля, он подумал, что это шутка, и этот факс выбросил в корзину. Dass mit ihrer alten 70er-Jahre-Kamera jemand dann von weltweiter Bewegung und Kunst und Kultur redet, das wollte denen nicht als vernünftiges Konzept in den Kopf. Die haben gedacht, das ist ein Spaß. А в июне месяце этого года, тоже 94-го, мы получили факс уже из Москвы, из Московского фотоцентра, организатора этой выставки, который уже на хорошем русском языке примерно рассказывал о том же самом, и нас, как организаторы, тоже приглашали на открытие этой выставки. Тогда, получив опять, этот же человек получил тот же факс, потому что эти факсы приходили в его службу, он прочитал, вспомнил про то, что было, и вот уже в июне он пришел ко мне. А 1 июня как раз была образована служба пиар. И вот он пришел ко мне и говорит: слушай, говорит, тут вот такая интересная история получилась, это тебе как пиаровцу надо об этом знать. И тогда он сознался, что был первый факс, что он не поверил, что он посмеялся. И вот принес 2 факс и говорит: это вопрос не мой, а твой, на, забирай и дальше решай, что делать. Wir haben das halt dann ohne den Kontakt zur russischen Firma organisiert, haben unsere Ausstellung in Moskau dann eröffnet mit einem Mega-Erfolg. Wir waren schon 2 Tage vor der Ausstellung in den Hauptnachrichten im russischen Fernsehen und ganz Russland hat gehört von dieser Ausstellung. Dann schlagen sie die Zeitung auf und sehen, morgen große Lomografie-Eröffnung in Moskau. Und dann haben sie, wow, das war ja doch kein Aprilscherz, das gibt es ja wirklich. В это время туда поехал наш технический директор, и я уговорил его после серьезных вопросов в министерстве заехать вечером на эту выставку, посмотреть, что это такое. И тогда, если это что-то интересное и ценное, тогда уже можно было решать вопрос, еще одну поездку там, и еще что-то делать. Plötzlich am Tag der Ausstellung ist einer der Direktoren von der Firma Lomo PLC erschienen und hat gesagt, hätten wir früher davon gewusst, dann hätten wir viel helfen können oder sonst irgendwas. Hat sich auch gleich dann angeboten, die Eröffnungsansprache zu halten. Техническим директором был довольно молодой человек еще. Но я человек сам не маленький, а он раза в 1,5 меня шире и на 2 головы выше. И вот он, значит, поехал и поучаствовал, приехал на следующий день к нам сюда, в Петербург, и пришел ко мне и сказал: слушай, говорит, я тебя сейчас побью, ты что со мной сделал?
Ведь ты себе даже не представляешь, что это такое. Это какой-то дурацкие какие-то картинки, ничего я там не понял, но поскольку я приехал от ЛАМО, меня заставили открывать эту выставку. Wir hatten das Konzept, innerhalb von 48 Stunden sowohl in Moskau als auch in New York die Ausstellung zu eröffnen. Also Eröffnung Moskau, dann schnell ein Flugzeug besteigen, nach New York fliegen und dort die Ausstellung eröffnet. Eine Pointe war, dass der Wolfgang und ich auf dieser Ausstellungseröffnung gar nicht dabei waren. Wir haben die Eröffnung in Moskau so euphorisch gefeiert, dass wir am nächsten Morgen das Flugzeug nach New York versäumt haben. Und so waren wir bei unserer eigenen großen Eröffnung in New York dann gar nicht dabei. Da war dann der österreichische Außenminister, der Kulturattaché, eine Abgeordnete zum österreichischen Parlament. Nur die beiden Gründer der Lomographie waren dort eben dann nicht anwesend, weil wir zum Zeitpunkt des Abfluges noch in gewissen russischen Sphären uns befunden haben, motiviert von netten Leuten und Wodka. И так вот я собрался, и еще раз через день, на 4-й день я приехал. Впечатления такие противоречивые. Я думаю, что первый контакт с инопланетянами примерно выглядел точно так же. Сначала ничего не понятно, потому что это все стены в фотографиях и больше ничего. И я там был не один, и все входили, пожимали плечами и чего-то крутили головами, ничего не могли понять. Потом... Когда такое вот первое впечатление проходит, потом ты начинаешь, глядя издали на все эти панно, воспринимать какие-то абстрактные цветовые пятна, которые как бы появляется какая-то система. А потом, когда начинаешь подходить ближе к этому панно и всматриваться в фотографии, начинаешь замечать, что среди вот этой пестроты и очень какой-то какофонии цвета вдруг вырисовываются какие-то очень яркие такие вот схваченные моменты, подсмотренные, иногда даже кажется, как будто через замочную скважину. И тебе начинает что-то nравиться. Eine Lomo-Wand hat so und so auszuschauen, das gibt es nicht. Also ich glaube, der Grundkonsens bei einer Lomo-Wand ist, dass man ein Motiv öfters auf dieser Lomo-Wand präsentiert. Der Spaß daran ist ja auch, dass 10 Leute an einer Lomo-Wand gemeinsam arbeiten, gemeinsam dabei was trinken, was essen und streiten, wie jetzt denn die Fotos zu legen seien. Wir haben so große Halbliter-Pötte Patex. Wir haben alle wahrscheinlich 3 Tage lang einen Superhai gehabt, weil du verteilst es so auf einen Quadratmeter Pappe und dann klebst du da die Fotos drauf. Das ist zum einen eine Riesensauerei, weil es quillt immer überall raus und muss es nachher aufwendig mit Aceton dann wieder abrubbeln und so. Und zum anderen stehen überall diese offenen Patex-Töpfe und dampfen ihre Gase aus und wir sind tatsächlich 3 Tage nur geschwebt offensichtlich. Und jetzt kommt der Journalist und sagt, ihr habt eine Ausstellung, was ist denn der Inhalt, was ist das Konzept? Und dann muss man nachdenken und sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich ein Konzept entwickeln, weil die wollen ja wissen, was unser Konzept ist. Und der Nächste kommt her und sagt, ist das Kunst, was ihr da macht? Und ich sage, woher soll ich das wissen, ob das Kunst ist? Wir haben aus Spaß eine Ausstellung eröffnet, es haben so und so viele Leute mitgemacht. Wir sagen halt, knips spontane Bilder, die Leute tun das, geben uns die Bilder und wir bringen das an die Wand. Woher soll ich wissen, ob das Kunst ist oder was das überhaupt ist? Das ist mir ja auch komplett wurscht, was das ist. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Нужно много времени посвятить, изучая, скажем, цвет,
свет, тени, композиции, очень много различных таких научных направлений в фотографии. И тогда некоторые из людей, которые этим увлекаются, могут стать мастерами, но это путь трудный, долгий, дорогостоящий. А здесь тебе говорят, мы придумали тебе искусство, где тебе ничего не надо. Вот маленькая дешевая камера, вот тебе 10 правил, последний из которых не соблюдать эти правила. Художник – это не ты. Художник – это жизнь. Твоя задача – поймать вот это мгновение, которое случилось вокруг тебя, и твоя задача просто ходить и щелкать направо и налево. Ничего не надо учиться, ничего не надо. Но у тебя, ты убедишься сам, на каждой пленке получатся шедевры. И ты в кругу своих единомышленников, значит, можешь стать очень известным мастером этого движения. Это же очень заманчиво найти самовыражение, мало затрачивая для этого каких-то сил. Это так же, как похудеть от таблетки. Не надо ни бегать, ни штангу поднимать, nичего не надо, съешь таблетку и похудеешь. Der Beuysche Gedanke, dass jeder Mensch ein Künstler ist, trifft insofern nicht zu, weil der Kunstanspruch gar nicht so da war. Den haben dann oft andere hineingebracht. Aber ein bisschen davon ist schon da, ja? Weil auch wenn sozusagen die Lomo-Zentrale nie groß gesagt hat, wir sind Kunst. Vielleicht gibt es viele Leute, die sich selber durch die Lomo als Künstler vorkommen oder wie Künstler fühlen. Vielleicht eben für 15 Minuten, um jetzt den Bogen von Beuys zu Warhol zu spannen. Wenn Kunst einen Alltagswert hat, dann bin ich ein Künstler. So wie in der Werbung. Man kann weder sagen, Werbung ist grundsätzlich eine künstlerische Aussage. Genauso kann man auch nicht sagen, da ist keine Kunst drinnen. Das wäre auch falsch. Es ist ein bisschen, ich meine, es ist zwar was anderes, aber es ist grundsätzlich, es gibt hochintelligente, raffinierte, poetische Werbung. Und so wird es in der Lomographie auch sein. Da wird es also Formen geben, die wirklich ganz tolle Produkte hervorgebracht haben. Und dann wird es welche geben, sehr viele wahrscheinlich sogar, die eben mehr oder weniger gesehen haben, wie es funktioniert, das erkannt haben und dann in der Art dann auch was gemacht haben. Man muss, um Fotograf zu sein, muss man geboren sein. Das ist wie ein Fußballspieler, der kommt auf die Welt und der kann Fußball spielen. Und so ist das mit Fotograf. Das musst du nicht unbedingt gelernt haben, um Fotograf zu sein. Das muss nicht auf dem Papier stehen oder sonst irgendwas, das musst du einfach können. Du musst das fotografische Auge besitzen. Das ist quasi eine Sammlung an Lomographien, die ich so im Laufe der letzten Jahre zusammengetragen habe, die alle dasselbe Thema behandeln, Lichtbrechung und Lichtreflexion. Und das Besondere an diesem Bild ist nicht einfach bloß die Lichtbrechung, sondern dass man tatsächlich auch die Kreise, die das Wasser gemacht hat, auf dem Bild erkennen kann. Das Bild mag ich sehr. Ich würde das Gefühl so beschreiben, als wenn ich auf Entdeckungsreise wäre. Dass ich etwas entdeckt habe, was jemand vor mir noch nie entdeckt hat. Als wenn ich auf der Jagd wäre und etwas Wunderbares gefangen hätte. Вне зависимости от того, будет ли продолжаться контакт или нет, вообще наличие фан-клуба у промышленного предприятия российского, сам этот факт, он очень хороший. Dann sind wir die Firma Lomo besuchen gegangen, waren damals bereits in Summe 3 Monate unterwegs. Weil das Ticket war in Wien, Moskau, Moskau, New York, New York, Moskau, Wien. Dementsprechend haben wir auch damals uns präsentiert. И мы увидели вдвоем, значит, мы стояли у окна, беседовали, я увидел, что подъезжает какой-то жигуленок такой задрипанный. Из него выходят 3 молодых человека странного вида, длинноволосые, нечесанные длительное время, в длинных кожаных пальто. Мне даже показалось, что с 3-го этажа я вижу какие-то дырки на этих пальто. Ну, как бы в нашем понятии типа хиппи каких-то там 50-х годов, как мы видели по телевизору. И когда Клебанов это увидел, он сказал: нет. Ты их вызывал, вот вы с ними разговариваете, ко мне не приводи.
Also kurzum, niemand hat uns in Wirklichkeit ernst genommen. Das einerseits. Und auf der anderen Seite hatte die Firma Lomo damals selber eine sehr schwere Zeit. Es hat, glaube ich, im Jahr 91 eine Privatisierung stattgefunden. Im Jahr 94 ist die Wirtschaft überall in Russland ziemlich da niedergelegen und die Situation in allen Großunternehmen war, dass man eigentlich Löhne nicht bezahlen konnte und dass schwierige Umstrukturierungen gerade in Gang waren. Diese Ost-West-Beziehung, die neue, ist extrem existenziell und essentiell für Lomografie gewesen, weil das eine maßgebliche Geisteshaltung überhaupt dieser Zeit war und da war das Grenzüberschreiten ebenso eine ganz wesentliche Größe. Und genau da haben wir uns in dieser Phase entwickelt. Der Witz der Lomographie war ja gerade eines der letzten Produkte des Alltagskommunismus, wenn man so will, in den Kapitalismus zu importieren und von Österreich, das vielleicht auch in der Zeit noch zwischen Kommunismus und Kapitalismus war, dann wirklich in die kapitalistische Welt hinaus zu exportieren. Matthias und Wolfgang haben wir zum ersten Mal persönlich auf dieser legendären Lomo-Kuba-Reise anno 97 kennengelernt. Dort sind wir auch zum ersten Mal in Kontakt getreten mit einer größeren Gruppe von Lomographen. Und für uns war das initiale Erlebnis, das ist Lomographie. So toll kann Lomographie sein. So irre ist es, mit einer Gruppe von Leuten in einem fremden Land umherzuziehen und unterwegs zu sein. Und damals begann für uns eigentlich mit dieser Reise der eigentliche Rausch. Danach, da war es um uns vollkommen geschehen. Plötzlich haben Leute, die eigentlich sich nie zugetraut haben, mit Kameras umzugehen, haben begonnen, wie wild herumzuknipsen und Spaß daran zu haben. Und je wilder, je verschwommener das Ergebnis war, desto selbstbewusster haben sie das Bild präsentiert. Vor der Lomographie hätte die gleiche Person vielleicht so ein Bild verschämt weggeworfen und hätte sich wieder einmal gesagt, ich kann einfach keine gescheiten Bilder machen. Nee, da habe ich auch nicht durchgeguckt, deswegen. Klar, ich habe vorher immer durch eine Kamera durchgeguckt. Und den Arm mal irgendwie so hoch ausgestreckt, das habe ich vorher nicht gemacht. Und die Reise hat uns auch letztendlich den Mut gegeben, möglichst da ranzugehen. Das hatten wir vorher auch noch nicht so. Ach, alles den Mut gegeben. Alles Mögliche auch zu fotografieren. Das ist so eine Faxettenlinse. Dann gibt es auch in Plastik. Und was haben wir da noch? Da so ein Kaleidoskopartiges Teil. Klopapierrolle ist hübsch. Ein Kinderfernrohr. Wir gehen durch irgendwie so eine Spelunkengasse und sehen irgendwie da so ein Friseurstudio und irgendwie setze ich mich da in den Sessel rein, wo die warten und strecke meine Kamera aus und fotografiere mich im langen Spiegel und danach gehen wir wieder und sagen Adios, geht wieder raus. Ich wäre früher nie durch so Gassen gegangen. Ja, also oder jedenfalls mutig, ja. Lomo macht mutig. Guck mal. Das Schönste fand ich so mal bei den Popos, wenn die zusammen sind und du kannst dann noch so eine kleine Ritze Luft dazwischen sehen. Ey, da bist du aber wirklich ganz schön nah rangegangen, um das zu erkennen. Ein Aschenbecher aus Kristall oder Glas oder irgend sowas. Ich wäre nicht darauf gekommen, da zu reden oder da hinzugucken und da zu fotografieren. Ja, genau. Oder auch irgendwie einfach auch im Rennen fotografieren, im Laufen fotografieren oder die Kamera auf den Boden zu stellen. Also solche Dinge habe ich vorher bin ich nicht drauf gekommen. Ich glaube sehr stark, dass wir den Leuten
Liebe mitverkauft haben, ein soziales Gefüge mitverkauft haben. Gerade bei diesen ersten Veranstaltungen hat jeder, der reingekommen ist, erstens unsere absolute Euphorie mitvermittelt bekommen, hat mitbekommen, garantiert, dass das Ganze aus dem Bauch heraus, aus Liebe zum Projekt, aus dem Spaß heraus wurde. Почему продолжалось производство ламокомпакта? Потому что было куплено очень много комплектаций на будущее и сделано очень много деталей. И фактически нам оставалось только собирать эти камеры, не требовалось каких-то больших финансовых затрат. Значит, и поэтому было принято в отношении ламокомпакт решение такое. Мы будем их собирать до тех пор, пока кончится все, что у нас есть запасы, и после этого последнюю модель тоже снимем с производства. Anfang 1996 hat uns die Firma Lomo dann mitgeteilt, dass alle Einzelteile, die ursprünglich auf Lager waren, aufgebraucht sind und jetzt müsste man beginnen, neue Einzelteile zu produzieren. Dann haben wir gesagt, wenn man jetzt die Kameraproduktion einstellt, dann haben wir ein großes Problem, weil dann haben wir eine Firma gegründet und schon aufgebaut und dann fällt uns das einzige Produkt weg plötzlich. Und das war dann einfach existenziell. Nebenbei hat es eben von McKinsey ein klares Konzept gegeben. Ihr müsst euch auf, ich weiß nicht, welche optischen Geräte fokussieren, verschwendet keine Zeit damit, noch am Kameramarkt euch behaupten zu wollen. Was ich unbedingt von den Russen sagen kann, ist, dass die Leute alle total subtil, subversiv denken und nicht leicht zu fassen sind, wo sie hindenken, warum sie was machen und sehr kulturlastig eigentlich sind. Also das, was der Amerikaner quasi die lauten Töne liebt und die Klarheit in der Kommunikation liebt und die politische Orientierung und so irgendwie das Gerade hinaus, so sehr lieben die Russen das komplexe, komplizierte Zwischentöne, Wahnsinn. Wir haben nach Lösungsansätzen gesucht und sind dann auf die Idee gekommen, die Politik zu involvieren. Über die Monika Langthaler wiederum, die grüne Abgeordnete hier in Wien, und über den Gerald Matt, das ist der Direktor der Kunsthalle und auch sehr politisch vernetzt in der Stadt Wien. Die haben uns dann einen Termin beim Bürgermeister von St. Petersburg organisiert. Эти ребята оказались очень настойчивыми. Они привлекли своих австрийских коллег высоких, послов, там, министров и так далее. Es hat uns dann nicht der Bürgermeister begrüßt, sondern der Vizebürgermeister, verantwortlich für wirtschafts- und ausländische Angelegenheiten. Und das war der heutige Präsident Putin. Und der Wladimir Putin hat sich die ganze Geschichte auf Deutsch angehört. Wir haben ihm erklärt, wie wichtig dieses Projekt auch für die Stadt St. Petersburg und die russische Wirtschaft insgesamt ist. Значит, мы туда были вызваны из ЛАМО. Значит, состоялась достаточно долгая беседа в кабинете у Путина по поводу помощи в создании нового искусства ломографии. Значит, и в этом кабинете мы, кстати, нашли компромисс. На самом деле отцом ломографии надо вообще-то его считать. Ein halbes Jahr später spielen uns die Russen, also unsere Lomo Factory, einen Artikel zu aus der Moskau News. Klebanov, unser alter Generaldirektor, ist jetzt Vizepremierminister, einer der wichtigsten Politiker in Russland. Und dann haben sie den Klebanov anlässlich seiner Bestellung dann ein Interview gemacht, wie er eigentlich den Putin kennengelernt hat. Und dann fängt er so an, naja, das war also in St. Petersburg, ich war damals Generaldirektor der Firma Lomo und dann diese wahnsinnigen Österreicher, die irgendwie Lomografie gemacht haben. Матиасу Фиглю и Вольфгангу Странцингеру. Wladimir Wladimirovich, es ist so schwierig und wir finden keine Lösung und die können das jetzt nicht bezahlen und wir haben schon viele Kameras auf Lager und wir müssen diese Produktion einstellen. Und dann sagt der gute Putin sagte wieder, nein, Ilya Aronovich, das muss gemacht werden, das ist eine gute Sache, lass dir was einfallen, da muss was geschehen. И тогда он согласился с тем аргументом, что раскрутка имени за пределами России тоже требует больших денег, и поскольку у нас их нет, то можно рассматривать убытки от этого фотоаппарата как вложение в продвижение своей торговой марки. Und er sagt dann, naja gut, und ich habe dann halt irgendwie das ermöglicht, dass das weiter passiert mit den Lomographen und bin dann aber gleich unmittelbar danach als in die Politik gewechselt und wurde Gouverneur von St. Petersburg und irgendwie gehöre ich seither zum Team von Putin
und jetzt bin ich Vizepremierminister. Когда я себе позволяю немножко поломографировать, и один раз чуть-чуть это не привело к разрыву с женой, когда я ее на даче сломографировал в таком виде, что она потом меня чуть не убила. Она хотела ее порвать, я не дал. Но когда я вставил это в альбом, через неделю я увидел пустой квадрат. Zu einer gelungenen lomografischen Ausstellung gehören auf jeden Fall ganz, ganz viele Lomographen. Das ist mal das ganz Wichtigste. Es ist so, dass eine Ausstellung bei uns entsteht, irgendwer hat eine Idee, das kann ein Wettbewerb sein oder ein Content zu einem Projekt oder was auch immer. Und dann rufen wir all die Lomographen zusammen und die machen dann ganz viele Fotos dazu und treffen sich dann, suchen dann die besten Lomografien aus und die ihnen gefallen und fangen dann an, zusammen diese Lomowand zu kreieren. Je bekannter Lomografie wurde, desto mehr Ausstellungsmöglichkeiten haben sich auch für uns geboten. Erstens mal in unterschiedlichen Ländern, international und auch von der Größe her sind die Ausstellungsmöglichkeiten immer größer geworden. Dadurch, dass wir auch viel mehr Community bekommen haben, haben viel mehr Leute die Möglichkeit gehabt, irgendwie einen Beitrag zu leisten und Teil der Lomo-Ausstellungen zu sein. Die Lomographie war von Anfang an daraus ausgerichtet, schnell zu kommunizieren, vernetzt zu kommunizieren, international auf der ganzen Welt Bilder auszutauschen. Wenn es das Internet nicht ohnehin gegeben hätte, wir hätten es also für die Lomographie quasi erfinden müssen. Das ist wirklich die technologische Basis für die Idee von Lomo, weil wir haben ja eigentlich, bevor es das Internet schon gegeben hat, sowas wie eine internationale virtuelle Community aufgezogen, wo man zwar sich jetzt nicht face-to-face getroffen hat, weil es ja eben schon so international und so groß war, aber wo die Leute irgendwie so das Gefühl gehabt haben, im Geiste, im Spirit haben wir da irgendwie so was Ähnliches. Irgendwie das ist diese Liebe zu der Fotografie. Die Lomographie hat sich nie gescheut, auch den kommerziellen Aspekt dabei zu haben. Also es war nie der Anspruch zu sagen, es ist Kunst, die brotlos sein muss. Es war ja auch schon der Anspruch eigentlich auch nicht da, Kunst überhaupt zu sein, sondern es war von Anfang an immer auch ein kommerzielles Projekt. Das haben wir auch gar nicht bestritten. Irgendwann waren wir dann groß genug, die Lomographische Gesellschaft war groß genug, darüber nachzudenken, eine eigene Kamera zu entwickeln. Wir haben von Anfang an, dadurch, dass wir alle sehr intensiv lomografieren, tagtäglich, haben wir sehr viele Ideen zu ideal-lomografischen Kameras gehabt. Und die erste Idee war der Supersampler, das ist auch eine Mehrlinsenkamera. Und das war sozusagen der erste Schritt zur Eigenproduktion. Da ist eigentlich der E-Commerce-Start gewesen und das hat sich dann von irgendwie Herbst 98 bis heute halt rasant entwickelt. Die Lomographie war in der Frühphase etwas, was viele moderne Kampagnen eigentlich jetzt quasi von oben verordnen wollen. Es war so eine echte, was die Amerikaner nennen, Grassroots-Sache.
Und das Interessante ist, seit es eben die Webseite gibt, die lomography.com, und wir den Upload freigegeben haben, dass die Community irre viele Bilder auf unsere Seite uploadet. Also in der Zwischenzeit gibt es schon bis zu 3000 Bildern am Tag. Vor allem gibt es mittlerweile, glaube ich, 4000 Websites alleine, wo sich Leute privat mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, ihre eigene kleine Lomo-Welt kreieren. Im Grunde war es der Wunsch, einfach irgendetwas zu veröffentlichen, etwas Kreatives. Ich hatte damals schon die Idee, eventuell Fotografien reinzustellen, aber dann kam ein halbes Jahr später auch direkt Lomo an und trat in mein Leben, und ich wusste sofort, wofür ich diese Website dann benutzen kann. Ein wichtiger Teil der Lomographie, denke ich mal, warum Lomographie funktioniert, ist auch eigentlich die Selbstdarstellung. Jeder will bis zu einem gewissen Grad zeigen, wie gut er fotografieren kann, wie gut er mit der Kamera umgehen kann. Und es gibt ja auf unserer Seite auch diese Tipps-Section, wo Leute wirklich zeigen können, was mit der Kamera alles möglich ist, wo wir selber immer wieder erstaunt sind, was sie mit einer Lomo-Kamera, mit einem Supersampler, mit einer Frauguy-Kamera einfach anstellen können. Wir wissen ja von gewissen Umfragen, die wir gemacht haben, dass ja Lomografen ja hyperaktive Menschen sind, die weiß nicht, 4-mal so viel reisen und 6-mal so viel ausgehen wie normale Menschen, Durchschnittsbürger, oder 10-mal so viel Aquarelle malen oder 3-mal so viel CDs hören und so weiter, oder 6-mal so viel Gitarre spielen. Das sind also Menschen, die manisch herumlaufen und Ideen haben und tun und tun und tun. Und Lomographie ist da sicher eine der wesentlichen Beschäftigungen und Selbstverwirklichungsaktivitäten, die diese Menschen machen. Ja, man braucht Dunkelheit und einen Laserpointer und ein Modell, das hier möglichst nackt auf der Badewanne sitzt. Und dann kann man Bilder machen. Nackt? Ja, das ist zwingend, weil die Stärke des Laserpointers liegt ja darin, sag ich mal, das geometrische Volumen eines Körpers, eines menschlichen Körpers halt grafisch zu modellieren. Und damit steht und fällt, und deshalb muss das nackt sein. Nee, oh nee. Hätten Sie da Lust zu? Nein. Ach komm. Nee, das nicht. Nein. Nicht unbedingt. Eigentlich haben wir auch gar keine Zeit. Ja. Nackt. Ja. Oh, ich komme aus Indien. Oh Gott. Was mich besonders an der Lomographie fasziniert, das ist, dass es Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Dass es so eine internationale Sache ist. Dass man Leute übers Internet kennenlernt, ihre Bilder anschauen kann, aber dass man sie auch persönlich trifft bei den Lomo-Weltkongressen oder irgendwelchen Veranstaltungen. Beim 2000, bei den Lomo Olympics in Tokio, da habe ich zum Beispiel Daisuke kennengelernt. Daisuke ist der Art Director von Lomo Japan. Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir etwas zusammen machen wollen, eben das im Bild festhalten, diese Verbindung Berlin und Tokio. Und haben wir gesagt, okay, schießt du 10 Filme in Tokio, schick sie mir rüber nach Berlin. Und das hat er dann gemacht, und ich habe dann die belichteten Filme wieder in Lomo-Kameras eingelegt, in ganz unterschiedliche Kameras.
beim Betrachten der Bilder ist es dann auch super faszinierend. Also die Ausstellung in Tokio hat ja schon stattgefunden. Und wenn wir diese Bilder anschauen, dann sehen wir, oh, ja, kenne ich. Das ist ja wohl Berlin, das ist ja ein ganz typisches Berliner Haus. Und was ist denn das? Das ist ein Friseurschild aus Tokio oder so. Und die Japaner werden das natürlich genau andersrum sehen. Die sehen erst das Friseurschild oder ihre Telefonzelle und dann denken sie, oh, was ist denn das dahinter? Und ach, das ist ja witzig, guck mal, was für komische Fenster die haben oder so. Und diese Verschiebung, dass man das Vertraute und das Fremde erkennt und wie sich das überlagert, das ist schon super interessant. Auf der anderen Seite haben wir das immer auch eingelöst, was wir da sozusagen in die Welt hinaus posaunt haben. Wir haben tatsächlich einen Verein gegründet. Dann haben wir diese lomografischen Botschaften gegründet, aber die gibt es ja auch wirklich. Und wenn man dann bei der Nummer anruft, die wir irgendwie angegeben haben für Kuala Lumpur heute, da ist jemand, der hebt jemand ab und sagt lomografische Botschaft Kuala Lumpur. Lomographic Embassy, please leave a message. Nachdem wir in Berlin die erste Lomo-Botschaft der Welt aufgemacht haben, glaube ich, haben die Jungs in Wien erstmal gemerkt, dass es funktionieren kann überhaupt. Das war ja auch ein Testballon. Ist das wiederum nur Größenwahn oder ist das nur eine verrückte Idee oder funktioniert das tatsächlich? Ich glaube, bei dem massiven öffentlichen Interesse, das wir da generiert haben in Berlin und auch bei den Verkaufszahlen an Kameras, die das nach sich gezogen hat, haben sie gemerkt, das ist ein tragfähiges Modell, das sie weiter verfolgen wollten. England und Frankreich und Spanien und dann den Sprung nach Amerika und dann nach Asien und zuerst Japan und jetzt auch Hongkong und seit einem Jahr extremer Boom in Korea. Jetzt gibt es die Lomographie dann bald wirklich in jedem Land dieser Welt. Diese ganze Palette, dass es nicht nur einen Bildtypus gibt, sondern eben viele Bildtypen, das ist sicher über die Lomographie sehr gut nach außen getragen worden. Ja, das ist jetzt nicht die direkte Erfindung der Lomographen, auch nicht der Erfinder der Lomographie, aber es ist diese Idee verstanden worden. И охотник, и ломограф охотятся за дичью. Только в одном случае это зверь, в другом случае это может быть зверь, а может быть человек, а может быть проезжающая машина. Но эти два вида охоты очень серьезно отличаются, потому что вряд ли охотник, поймавший на мушку зверя, думает о том, что он его любит. А вот ломограф, охотник-ломограф, мне кажется, в большей части он именно любит объект своей съемки. И то, что ломографы слово «ламо» расшифровали «lamp and motion», «любовь и движение», вот это как раз и самое яркое отличие. Поэтому там есть и содержание, там есть и эмоции, там есть и какие-то ассоциации, все что угодно, там есть все. Sie macht's. Я считаю, что даже Ламо, выпуская такие фотоаппараты чисто механические, оно было на уровне
На мировом уровне оно было. Вот мы, во-первых, оптика очень была у нас приличная, всегда оптика, объективы были высококлассные объективы. И механика довольно была точная и высокопоставленная, точная механика. Единственное, что нам не хватало, вот уже в последующем времени, нам не хватало электроники, нам не хватало вот этих вот, знаете, совершенно новых технологий. Heute ist Fotografie eine Nebensache. Das ist heute nicht mehr wichtig. Heute gibt es Digitalkameras, heute gibt es Fotohandys. Die Leute denken auch gar nicht mehr drüber nach, warum sie fotografieren. Es wird kaum mehr analoge Fotografie geben. Es zeigen alle Anzeichen in diese Richtung, dass damit die analoge Fotografie und auch die Lomographie, wie sie jetzt im Moment verwendet wird, entweder mitziehen muss oder eben wahrscheinlich überrollt wird. Ich habe heute noch Bilder von meinen Großeltern. Ich glaube nicht, dass heute ein 16-Jähriger noch seinen Enkelkindern Bilder vererben kann. Die gibt es da nicht mehr. Und das ist halt, die Generationen auf Bild sterben aus. Das ist leider so. Das wird irgendwann so kommen. Digitale Fotografie ist einmal primär auch wiederum nur eine Technologie, eine andere, die das Gleiche kann wie die analoge Fotografie, nämlich Fotos machen, oder? Insofern ist die Lomographie davon gar nicht betroffen, weil man kann ja, wir sind ja dabei, neue Kameras zu entwickeln laufend. Und der Lomograph, will ich dazu sagen, der schafft für die Zukunft. Weil das bleibt erhalten. Weil Lomographen, denke ich mir, dass es die immer geben wird. Und normale Fotografie, die wird leider sterben. Das ist eine analoge Bewegung. Eigentlich kann man es ja fast ein bisschen zum Gegensatz zum Digitalen begreifen. Und es ist noch schön, dass es auch noch was Analoges gibt. Ich glaube nicht, dass es Lomographie nicht eines Tages nicht mehr geben wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ob man jetzt eine Lomo-Kamera nimmt, eine LCA, analog, oder ob man das mit seinem Handy macht oder mit irgendetwas, was wir noch gar nicht kennen. Aber ich denke, das Bedürfnis, Bilder zu machen und Bilder einzufangen, das wird es immer geben. Was bleibt, ist dieses Archiv, ist diese unendliche Vielfalt von Fotos. Foto, Foto, Foto und nochmal Foto, aber Foto als Moment deines, meines, seines Lebens. Ja. Eine Flut von Bildern, die einen ganz gewissen Spirit zu einer gewissen Zeit gemacht worden sind und die diese Zeit irrsinnig toll widerspiegeln und die wirklich im Hirn dann bei Menschen was bewegen. Wir wollen die gesamte Erdoberfläche lomografisch dokumentiert haben. Wir wollen möglichst jeden Flecken der Erde irgendwie in einer interessanten Lomographie gegenwärtig haben. Wenn die Lomographie in irgendeiner Form beendet wird, dann gibt es vielleicht einen Aufruf an alle Lomografen dieser Welt, alle ihre Fotos einmal zu duplizieren und ins Lomo-Weltarchiv nach Wien zu schicken, und dann bleibt einfach ein riesiges Archiv von Bildern über von gewissen Menschen aus einer gewissen Zeit, die sicher eine starke Kraft haben.
Sicherheitshinweise. Die Sicherheitshinweise sind strikt einzuhalten. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten, Kosmetik oder Chemikalien in Berührung kommt. Wenn solche Flüssigkeiten oder Spritzer in das Gerät gelangen, kann es zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen. Wir nehmen die Sicherheitshinweise natürlich sehr ernst. Dieser Versuch ist bitte nicht nachzuahmen. Ich mache das auch nur deshalb, weil ein Notarzt mich sofort retten würde, falls irgendwas schief geht. Ich wünsche dennoch viel Spaß. Darf ich, meine Herren?